Gebrüder Weiß ist der offizielle Logistikpartner der Mars-Analog-Mission des österreichischen Weltraumforums. Eines Tages wird ein Gebrüder Weiß-Container auf dem Mond und eines Tages auf dem Mars stehen. Das klingt total nach Science Fiction. Ich halte das aber langfristig gar nicht für abwegig. Das endgültige Ausmaß der Mission, das werden wir erst in 2-3 Jahren wissen. Aber hier den Grundstein zu legen, das ist ein Privileg. Ja, herzlichen Dank, Gernot, dass du heute zu uns gekommen bist. Danke für die Einladung, Frank. Du bist Direktor des österreichischen Weltraumforums und in dieser Funktion vor allem auch dafür verantwortlich, dass diese Mars-Analog-Missionen, die ihr in regelmäßigen Abständen durchführt, immer wieder so erfolgreich zur Umsetzung kommen. Genau. Und da kommt Gebrüder Weiß auch ein bisschen ins Spiel, weil Gebrüder Weiß ist der offizielle Logistikpartner der Mars-Analog-Mission des österreichischen Weltraumforums. Genau. Wir haben euch unterstützt, in puncto Logistik alles in die Wüste zu bringen, in die Wüste Negev, als ihr das letzte Mal in Israel wart. Deshalb gleich jetzt mal Frage am Anfang, wie wart ihr zufrieden mit den Services? Super. Also wir haben, ich glaube, mehr Gemeinsamkeiten festgestellt, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Das erste Mal, dass Partner zusammenarbeiten, die ganz salopp formuliert meist in ihrem Fach sind, die wirklich auch genau wissen, was sie tun. Das ist einmal das eine gewesen. Das andere ist, dass wir in unserer Arbeit auch tagtäglich ein bisschen eine Sneak Preview in die Zukunft bekommen. Also man mag sich vielleicht unter Logistikunternehmen vorstellen, der LKW mit einem Container drauf, aber da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Genauso wie bei uns eine Rakete, ja, da steckt auch mehr dahinter halt. Ne? Ja. Bei einem Raumanzug steckt auch mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Das heißt, wir haben ein komplexes Ökosystem, in dem wir arbeiten sozusagen. In der Logistik, wo wir sagen, wir haben sehr, sehr empfindliche Hardware, die an sehr raue Orte gebracht werden muss. Und wir haben beide gesehen, dass es ja bald einmal auch weg von den Straßen musste, wirklich ins Gelände hinein und dann wirklich dafür sorgen, dass die Hardware ohne Probleme ankommt und dann wirklich wie am Glöckchen läuft sozusagen. Das war schon super. Was mir so toll gefallen hat, war einfach das Zusammenarbeit mit den Leuten vom GW. Also es ist, ja, das eine ist die institutionelle Zusammenarbeit, aber es gibt natürlich auch eine persönliche Dimension. Wenn man sich anschaut, wie unkompliziert und wie pragmatisch beide Teams herangegangen sind, wenn ich an eine Vanessa Hafner denke, die wirklich mit großem Enthusiasmus da auch bei euch erst angefangen hat zu dem Zeitpunkt. Das waren schon schöne Erlebnisse, aber ich weiß, das sind Erfahrungen, Momente, die man über lange Zeit mit einer sehr positiven Grundstimmung noch sich später daran erinnert auch. Und das ist das, was auch bleibt auf lange Zeit hinweg. Auch wenn einmal die 20 jetzt schon abgeschlossen ist, diese Momente, dieses wow, jetzt wird der Container abgesetzt, jetzt wirbelt ein bisschen Staub noch auf, weil jetzt ist die Rakete gelandet, unter Anführungszeichen. Das waren für mich schon auch emotionale Augenblicke, auch das erste Öffnen der Versiegelung, wo der Container auch eine Zollversiegelung gehabt hat. Fun Fact, das Siegel haben wir aufgebrochen, ist bei mir in einem ganz besonderen Ort noch in meinem Büro als Erinnerung an GW in der Negev-Wüste. Also war es für dich auch schon so ein Moment, den du mit Spannung erwartet hast? Ist alles da, ist alles heil, hat alles funktioniert? Ja, weil es ist so, wenn irgendwas kaputt geht, wenn irgendwas abbricht, ein Stecker sich löst aufgrund der Vibrationen, wenn der LKW auf der Straße schnell fährt oder so. Das sind Dinge, die in der Mission dann operativ wirklich einen zurückwerfen können. Und wo es nicht nur um Verzögerungen geht, sondern um Risiko, wo auch Dinge wie Gesundheit auf dem Spiel stehen, wo es auch um die Sicherheit der Experimente, der Hardware, der Analog-Astronautinnen und Astronauten geht halt. Das heißt, da ist einfach so ein ganzer Rattenschwanz an Komplikationen dann dahinter, dass man wirklich sicher sein muss, dass jeder Partner genau weiß, was er tut und das wirklich mit bester Qualität liefert halt. Und das fängt an mit der Spedition, mit Gebrüder Weiß, das geht dann weiter mit anderen Partnern wie Official Timekeeper Fortis zum Beispiel, mit denen wir eine tolle Kooperation gehabt haben und nach wie vor haben. Da geht es auch um Firmen, die sich um die WLAN-Ausleuchtung gekümmert haben, Alarmkammer aus Deutschland zum Beispiel. Sprich, man hat so eine Cluster, fast schon eine Familie von Leuten, die ganz genau wissen, was sie tun und zu den Besten ihres Faches gehören. Also ist das Auswahlkriterium? Sie müssen zu den Besten Ihres Faches gehören? Ja, also wir müssen zusammenpassen. Es würde, glaube ich, nicht gut sein, wenn wir sagen, wir nehmen den Billigsbieter für unsere Kooperationen. Was mir persönlich, und da habe ich ein bisschen das Privileg, als Direktor einen Einfluss drauf zu haben, ist,
es müssen ein bisschen auch die Wertekataloge stimmen. Ja, das ist einfach die Orientierung, was sind die Performance-Indikatoren für Qualität zum Beispiel, wie zukunfts- und innovationsausgerichtet ist dann ein Partner. Weil wenn wir einen Partner haben, der so wirklich nur das versteht, was er selber tut und nicht einen Blick über den Horizont hinaus hat, nicht einen Blick in die Zukunft wagt und sagt, machen wir was Experimentelles und wir haben das nicht nur eine anonyme Packung von einer Ware, die von A nach B gebracht wird, sondern da ist eine Geschichte dahinter. Das sind Menschen, die ihr Herzblut reinstecken. Das sind jetzt nicht es ist keine Containerladung an gelben Quietschenten und Anführungszeichen, ich habe allen Respekt, sondern da ist ein Stück Zukunft, das man transportiert. Und wenn wir das Gefühl haben, der Partner versteht das, der weiß, dass er was in den Händen hält, etwas Wertvolles ist, etwas, was wo viele Menschen lange daran gearbeitet haben, wo auch Emotion dahinter steckt halt, dann haben wir einen Punkt erreicht, wo wir sagen können, jetzt verstehen wir uns. Und das Gefühl hattest du bei Gebrüder Weiß von Anfang an? Das hatten wir von Anfang an, ja, absolut. Das war einfach ein kleines Team, ein unglaublich engagiertes Team halt. Wir haben auch das wirklich Glück gehabt mit den Tiroler Kollegen in Hall zum Beispiel, die sind ja wirklich auch mit Herzblut dahinter gestanden. Da waren auch einige Lehrlingsprojekte auch mit verbunden und mit den jungen Leuten, die genau aus der Generation stammen, die dann wirklich den Flug zum Mars eines Tages wagen werden. Wir sind ja nur die Schiffsbauer, die Vorbereitungsarbeit machen dafür sozusagen. Das war schon schön zu sehen, da gibt es auch eine ausbildungstechnische Dimension und die Leute waren auch so, man hat es gemerkt an den Fragen einfach, an dem, wo sie nicht gefragt haben, wie schwer, wie groß ist die Box und was ist da drinnen, sondern was macht sie damit halt? Boah, ist das cool und erzählt sie mehr über den Rover halt. Und da war es ein Geben und Nehmen, wo wir uns verstanden gefühlt haben und gemerkt haben, den Leuten liegt mehr daran, als nur die Box von A nach B zu bringen, sondern Teil einer größeren Geschichte zu sein. Und wie auch immer in 20, 30 Jahren die Reise zum Mars konkret aussehen wird, und ich hoffe, dass dann Gebrüder Weiß wieder mit dabei ist, natürlich auch, wenn diese Jugendlichen, mit denen wir damals vor 2 Jahren zu tun gehabt haben, dann kurz vor ihrer Pensionierung dann im Wohnzimmersessel vor dem Kaminfeuer sitzen und dann in 3D dann die erste Marslandung in naher Echtzeit im Fernseher sehen, dann können diese jungen Leute sagen, ich war dabei. Auf jeden Fall. Bei den ersten Schritt. Auf jeden Fall. Und das ist eine Erfahrung, die wird ihnen ein Leben lang bleiben. Na, ich muss das auch sagen, wir haben ja jetzt bewusst ein Lehrlingsprojekt daraus gemacht in Tirol und haben den jungen Leuten die Chance gegeben, dieses Projekt von euch maßgeblich mitzubegleiten. Und das hat so eine Dynamik entfaltet, so eine gute Energie reingebracht. Und die Leute waren mit so viel Elan dabei und haben das natürlich auch diese Inszenierung, die wir da auch bewusst gemacht haben, mitgetragen. Also du trägst ja auch so einen schönen Raumanzug. Wir haben ja auch unsere Lehrlinge dann in so einen Raumanzug gesteckt. Ja, coole Fotos waren das. Coole Fotos. Wir haben sie entsprechend inszeniert, die Lehrlinge. Sie haben sich selbst inszeniert, wie man das heutzutage auf Social Media tut. Wir haben Dinge eingeführt, auch auf Social Media wie Hashtag Mars Monday und so weiter, wo wir einfach immer wieder berichtet haben, A, über die Mission, B, aber auch Wissenswertes zum Mars mit unserer Community geshared haben. Also ich muss sagen, da gab es aus meiner Sicht auch nur Gewinner in diesem Projekt, obwohl jetzt natürlich das Transportvolumen natürlich klein ist, verglichen mit dem, was Gebrüder Weiß normalerweise transportiert. Aber es ist einfach eine Story und es liefert den Menschen einfach für immer diese Geschichte, wie du richtig sagst, ich bin dabei gewesen, ich war dabei. Ja. Aber das ist nochmal die Frage, hat alles funktioniert dann? Kam alles tadellos an? Ja, es kam alles tadellos an und vor allem es kam auch wieder alles tadellos zurück. Also es geht immer um beide Wege natürlich. Also ich glaube, es ist ein bisschen mehr zurückgekommen, als wir hingeliefert haben, nämlich wenn der ganze Sand, der reingeweht worden ist, haben wir ein Kilogramm an Staub mitgenommen. Also ich kann mich erinnern, wie wir haben schon beim Einpacken gesagt, okay, wir müssen ein bisschen Grundreinigung machen, weil die Reifen ablüsteln, halt, dass der gröbste Dreck von den Rovern oder den Anzügen runterkommt sozusagen und haben das Gefühl gehabt, ja, wir packen halbwegs sauberes Sachen wieder in den Raum, also in den Container rein. Und dann haben wir den Container in Österreich wieder aufgemacht halt, und ist schon der erste Sand entgegengerieselt. Also wirklich, also wir haben, ich lüge nicht, Wochen gebraucht, bis wir wieder den ganzen Sand aus den mechanischen Antrieben rausgehabt haben, im Gummi drin. Also man merkt es dann wieder im Labor eigentlich, in was für einer unnachgiebigen Umwelt man eigentlich ist. Also ich habe im Laufe der Jahre einen heiden Respekt bekommen von der Sturdiness oder von der
von der Bauart von so einem simplen und Anführungszeichen Schiffscontainer, was da eigentlich für Eleganz im Design drin stecken dort. Und wenn man sich überlegt, bevor überhaupt Schiffscontainer eingeführt worden sind, wie dann in Häfen diese Holzkisten mit Netzen runtertransportiert, mit Kränen und so weiter, dann um Gottes Willen halt, was hat das eigentlich für einen Schwung in die Branche reingebracht mit solchen einfachen Sachen wie in der Standardisierung eines Containers. Und wenn man sich überlegt, halt, was dann dahinter steckt, dass der Container nie eigentlich alleine unterwegs ist und da immer Leute das mitverfolgen, automatisierte Systeme, die wissen, mein Container ist es an der Stelle halt. Und das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen. Ja. Also, und dass natürlich auch auf der Reise ein Container was passieren kann, das ist uns natürlich auch bewusst gewesen. Das hatten wir bei Amade 18 schon, wie wir in der Wüste gewesen sind. Da wurde unser Container, also 2 Container, wurden über Bremerhaven verschifft halt, und als sie bei Spanien vorbeigefahren sind, ist dieses riesen Containerschiff, ich glaube 70.000 Container, was an Bord sind da, in einen schweren Sturm reingekommen. Und uns hat dann die Reederei gesagt, sorry, sie mussten einige Container dumpen, sind verloren gegangen halt, das kann im Extremfall passieren, um die Schiffssicherheit zu gewährleisten. Und er sagt, oh my gosh, was hoffentlich sind wir nicht betroffen. Wir haben nicht gewusst, ob wir eine Mission im Oman haben werden oder ob unsere Raumanzüge am Boden des Atlantik gerade Salzwasser geschluckt haben, das Anzeichen. Und das war für uns aber Lessons Learned, weil wir hatten den Container an unterschiedlichen Stellen platziert und wir hatten aber beide Raumanzüge in einem Container drinnen halt. Und das war für uns die Lessons Learned, wenn man dann zum Mars fliegt und auch mit mehreren Raketen weit hinfliegen sollte, dass man natürlich, ich meine, hinterher sagt man logisch, eine Risikostreuung anpeilen sollte und diese wesentlichen doppelt ausgeführten Hardware-Elemente wie Raumanzüge auf 2 Container, sprich 2 Raketen aufteilen. Das ist interessant, was du sagst, ja. Genau, also es waren schon ein paar Tage, wo wir mit sehr kurz gekauten Fingernägeln die E-Mails gelesen haben, was an neue Informationen reinkommt. Die Sache ist gut ausgegangen halt, hat alles gepasst auch, aber war für uns eine spannende Erfahrung auch. Ja, ich finde es interessant, dass du von dieser Standardisierung des Packmaßes oder der Behälter sprichst. Also ja, der Seefrachtcontainer hat für einen unglaublichen Boom gesorgt in dieser Art der Logistik, ja, dass man letztendlich alles in diesen Containern, die weltweit gleich sind, verschickt. Ähnliches gilt natürlich für Luftfrachtcontainer, Ähnliches gilt für die Palette. All diese Menschen die Erfinder wurden aufgenommen in die Logistics Hall of Fame, die das Bundesverkehrsministerium in Deutschland so gibt's, feierlich unterhält. Aha. Übrigens ist auch unsere ehemalige Chefin und immer noch Miteigentümerin, Frau Sengerweis, in der Logistics Hall of Fame aufgenommen worden. Wo ist die? Die ist in Berlin. Das deutsche Bundesverkehrsministerium in Zusammenarbeit mit einer Initiative in Deutschland nimmt jedes Jahr große Persönlichkeiten der Logistik in diese Logistics Hall of Fame auf. Unter anderem den Erfinder des Containers, unter anderem den Erfinder der Palette und auch Frau Sengerweis. Aber der Punkt, worauf ich hinaus will, du hast es richtig gesagt, früher hat man Netze, Fässer und so weiter einzeln in irgendwelche Schiffe geladen, was ein unglaublich umständlicher Prozess war. Inwiefern gibt es denn auch standardisierte Behältnisse, wenn man zum Mars fliegt? Habt ihr euch da schon auf Standards geeinigt? Es gibt den Wunsch für Standards, aber es hat sich noch nicht etabliert. Es beginnt jetzt im Kleinsatellitenbereich, also beginnt seit 15 Jahren im Endeffekt halt, mit den CubeSats. Das sind also typische, also eine Unit nennt man 10 x 10 x 10 cm Würfel halt, und da kann ich das decken, kann dann 6 U, 10 U, 12 U, 24 U machen zum Beispiel. Also unsere eigenen Satelliten sind jetzt der 3 U, der erste, und der jetzige hat dann 6 U zum Beispiel. Und das heißt, die ganzen Auswurfbehältnisse, wo diese Standardgrößen drinnen sind, von der Geometrie durchaus vergleichen mit einem GW-Container, nur verkleinert sozusagen halt, das hat auch die Branche ganz stark vorangetrieben, weil einfach die Kosten so gesunken sind, weil man gesagt hat, das Ganze drumherum, diese Auswurfbehälter, die Klappmechanismen, die Ausstoßfedern, die CubeSats selber halt, das ist standardisiert worden. Man kann heutzutage als eine kleine Universität mit ein paar 100.000 Euro sich aus dem Katalog raussuchen, den Antrieb, die Solarzelle, den Bordcomputer und wie bei IKEA-Katalog sozusagen selber zusammenbasteln und die Dinger funktionieren. Also da gibt es schon eine gewisse Standardisierung. Wenn es wirklich darüber hinausgeht zum Mars, haben wir eine Herausforderung, nämlich die Zahl der Missionen, was fliegt, natürlich viel kleiner, als man es vergleicht mit den CubeSat-Missionen, die jetzt in Dutzendpack hochgeschossen werden jede Woche.
Das heißt, wir haben eine Technologie an der Grenze des Machbaren. Der Mars ist total unnachgiebig. Man muss sich vorstellen, man kommt nach dem Bremsmanöver mit 32-facher Schallgeschwindigkeit in die Marsatmosphäre rein und innerhalb von etwa 8 Minuten bremst man von Mach 32 auf 0 ab. Das ist ein Höllenritt, das ist das Bremsmanöver deines Lebens sozusagen. Man muss im richtigen Zehntelgrad des Einschusswinkels reinkommen, sonst verglüht man oder man prallt an der Atmosphäre ab. Halt. Und es gibt 1000 Möglichkeiten, auf dem Mars zu sterben. Ja? Das gilt für Roboter genauso wie für Menschen eines Tages. Das heißt, wir arbeiten, je nachdem, welche Massen, welche Programmanforderungen sind, immer Individuallösungen. Das Einzige, was uns der Standardisierung zwingt, ist die Physik. Das heißt, die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Wiedereintrittskörper gebaut sein muss, wie ein Fallschirm sich bei Überschallgeschwindigkeit entfalten kann, das gibt es auf der Erde nicht, braucht man auch nicht. Ja? Das sind Dinge, wo die Physik sagt, das ist die optimale Form und das impliziert auch die Optimierung. Das heißt, was wir hier sehen, und das ist auch, da zieht sich die ganze Raumfahrt auch durch, es gibt bei uns einen Prozess oder einen Begriff, den nennt man Designkonvergenz. Und zwar, wenn man sich anschaut, wenn man eine alte Römerstadt ausgräbt und Messer und Gabel findet, kann man Messer und Gabel auch nach 2000 Jahren immer noch als solche erkennen. Ich behaupte, dass ein Laib Brot in 2000 Jahren noch ähnlich ausschauen wird wie jetzt ein Laib Brot. Es gibt Designs, wo, wenn eine gewisse Innovationsreifegrad erreicht ist, die sich kaum mehr verändern. Ich würde behaupten, dass ein Frachtcontainer von Gebrüder Weiss sehr dicht an so einer Designoptimierung dran ist halt und damit auch dieser Konvergenzprozess über lange Zeit sich erhalten wird, ja, solange wir nicht beamen können. Aber dieser Grad ist sozusagen beim Mars-Equipment noch nicht erreicht. Genau. Da macht jede Nation immer noch so, versucht eigene Wege zu gehen. Ja? Außer bei den Teilen, wo es ein Spin-In geht. Zum Beispiel bei Technologien wie der Telekommunikationstechnologie, in der Prozessortechnik zum Beispiel, in den Protokollen, wie Daten übertragen werden. Da gibt es sehr wohl Harmonisierungsbestrebungen, die sind auch implementiert halt. Also es gibt so etwas wie ein interplanetares Internet sozusagen halt. Deswegen können auch Raumschiffe verschiedener Nationen miteinander kommunizieren. Da gibt es auch Standards dafür. Aber wie jetzt genau eine Spurbreite eines Roboters ist, das ist etwas Hochspezifisches, was genau auf die Aufgabe optimiert ist. Wenn ich nicht optimiert bin, dann habe ich einen ungleich höheren Preis zu zahlen für den extra Effort, der mir nichts bringt. Und mehr Entwicklungsaufwand dahinter, also der Bedarf ist dann noch nicht da. Wenn wir aber, und das passiert beim Mond interessanterweise jetzt gerade, davon ausgehen, dass sich in den nächsten 10, 20 Jahren die Wirtschaftszone Mond etabliert, sprich man hat dann mehrere unbemannte Außenposten von Robotern, die Chinesen, die Inder, die Russen, auch die Amerikaner, Europäer spielen schon mit den Gedanken, eine bemannte Station zu machen, dann wird es auch Firmen geben müssen, die sagen, wir bringen euch Breitband-Internet, wir bringen euch Wasser, wir bringen euch irgendwelche Lösungen für Probleme, was auch immer ihr braucht. Und dann wird die Standardisierung eintreten halt. Und das ist der Zeitpunkt, und das ging es auch total in der Science Fiction auch, aber wo auch eine Organisation wie Gebrüder Weiss, die eine immens groß aufgestellte Erfahrung hier auf der Erde hat, sagen kann, wir haben hier eine Expertise, schauen wir, was davon können wir auf den Mond übertragen. Das heißt zu sagen, oh, eines Tages wird ein Gebrüder Weiss-Container auf dem Mond und eines Tages auf dem Mars stehen, das ging total nach Science Fiction. Ich halte das aber langfristig gar nicht so für abwegig. Und wenn Gebrüder Weiss jetzt schon so ein bisschen hineinfühlt in den Weltraumsektor, macht sie nicht der Mars-Sachen, sondern auch mit der Swedish Space Corporation, mit den Raketenstarts in Kiruna zum Beispiel, und ihr unsere Denkart versteht, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir designen halt, dann ist der Konvergenzpunkt nur noch eine Frage der Zeit. Es ist ja sowieso, wir haben uns ja schon mal unterhalten, Gernot. Hier, dieses letzte oder erste Interview, es ist ja hier im Atlas-Magazin 3 Jahre her, Wahnsinn. Entstanden. Und da haben wir auch schon mal dieses Thema Logistik und Raumfahrt so ein bisschen natürlich angerissen. Und ich erinnere mich an eine Aussage von dir, die du getroffen hast, und du hast mir erklärt, wenn der erste Mensch zum Mars fliegt oder die ersten Menschen, dann muss erst mal ein Raumschiff hinfliegen, mit denen die wieder zurückkommen am Ende. Und ich nehme an, auch ein Raumschiff hinfliegen, das überhaupt erst mal ein lebenswertes
Umfeld Genau. mit dem man das entstehen lassen kann, Genau. ja, dass das ganze Equipment hochbringt und so weiter. Kannst du mal kurz skizzieren, was man denn da unbedingt hochbringen muss? Ja. Und dann vielleicht auch, was ein lebenswertes Genau. Umfeld ist und Genau. wer das Und nicht nur festlegt. überlebt, genau. Und wer das festlegt. Also, in den 80er Jahren hat es die ersten Konzepte gegeben, zum Mars zu fliegen mit einem großen Battlestar Galactica, was der inoffizielle Name, sprich ein Riesenraumschiff, wo alles mit an Bord ist und was wie hunderte von Tonnen und so weiter das wiegen würde. Und man hat sehr schnell gesehen, das kann nicht funktionieren, weil man kann nicht 500 Tonnen auf Mars Propulsive Landing so etwas machen. Und deshalb haben wir gesagt, man macht eigentlich das, was wir implizit auf der Erde bei jeder Urlaubsreise machen, nämlich sogenannte In-Situ Resource Utilization. Das ist ein komplexer Begriff, heißt nichts anderes. Wenn du auf Italien Urlaub fährst mit einem Auto, dann nimmst du auch nicht den ganzen Treibstoff mit, den du brauchst für die Reise und du weißt, es gibt unten Tankstellen und dann kommst du wieder rauf damit. Und so ist die Idee, man schickt vorweg einmal ein unbemanntes Raumschiff, das darf auch ruhig länger unterwegs sein, landet auf der Oberfläche mit einem Rückkehrraumschiff, das noch leere Tanks hat. Damit hat man deutlich weniger Masse zum Landen, das macht es viel leichter. Und prozessiert Atmosphäre aus dem Mars heraus, das ist zum Großteil CO2, 95%. Das kann man aufspalten in Kohlenstoff und Sauerstoff. Und den Sauerstoff kann ich mit dem Kohlenstoff, mit Wasserstoff gemeinsam zu CH4 verbrennen und damit kann ich Raketentreibstoff machen. Das heißt, das Ding sitzt auf der Oberfläche, Robotik, tut nur ein bisschen Luft ansaugen, vielleicht einen Staubfilter dazu noch geben und füllt über Monate hinweg mit diesem Treibstoff die Tanks für die Rückkehr. Und erst wenn die Tanks voll sind, dann sagt man zur Erde, wir wären soweit. Und dann schickt man den kleinen, schnellen Ferrari und Anführungszeichen mit den Menschen an Bord. Ja. Und wenn die landen, dann haben sie, weil irgendwas schief gehen sollte, bereits ein vollgetanktes Rückkehrraumschiff bereit, wo sie nur einsteigen müssen und zurückfliegen. Wenn alles gut geht, bleiben sie ein Jahr auf der Marsoberfläche und steigen dann erst ein. Und das wird ein spannender Augenblick sein, weil, wenn man sich einen Vergleich zieht, ein Gebrüder-Weiß-Container, der kann ja über Jahre hinweg verwendet werden und hat vielleicht ein paar Schrammen im Lack, aber das Ding ist unverwüstlich. Ja? Und jetzt habe ich ein Raumschiff, das sitzt jetzt dann, sagen wir schon, 2-3 Jahre auf der Oberfläche, hat ein gutes, knappes Jahr gebraucht, um hinzukommen, wurde bereits 10 Jahre davor designt, sprich Technologie ist schon veraltet zum Zeitpunkt, wo sie ankam dahinter, besteht größenordnungsmäßig aus ungefähr 1 Million Bauteile in der Größenordnung. Das heißt, selbst wenn jeder Bauteil mit 99,999% Wahrscheinlichkeit funktioniert, was also super verlässlich ist, heißt das statistisch gesehen, dass immer noch ein paar hundert Teile nicht funktionieren werden. Das heißt, du steigst in ein Raumschiff ein, wo du weißt, ein paar hundert Teile werden nicht funktionieren, alles vom Billigspieter gebaut, Scherz am Rande, und drückst den Startknopf. Ich glaube, das ist mein persönlicher, also der Augenblick, wo ich bei aller Glanz und Glorie seiner Mission, ich glaube, den meisten bammeln hätte, weil von dem Knopfdruck hängt es mein Leben ab. Und das ist schon ein Kontrast im Vergleich zu einem Container, der einfach unverwüstlich ist, der einfach außer einer Beule im Worst Case nichts umbringen kann im Endeffekt, ja, im Vergleich zu so einem filigranen System. Und wir müssen es immer dann den Mieter treffen, dann für unsere realen Systeme. Das mit dem Treibstoff interessiert mich nochmal. Also man gewinnt aus dem CO2 der Marsatmosphäre. Genau. Welchen Treibstoff jetzt genau? Genau, also man nimmt das CO2 her, spaltet den Sauerstoff und den Kohlenstoff auseinander, den Sauerstoff speichere in einen Tank drinnen. Den Kohlenstoff verbinde ich mit Wasserstoff aus dem Wasser, entweder aus der Atmosphärenfeuchtigkeit, das ein bisschen schwierig ist, oder aus dem Permafrost, aus dem Boden heraus und synthetisiere CH4, also Methangas. Methan, ja. Und Methangas kann mit Sauerstoff verbrennen. Sprich, ich habe Luft zum Atmen mit Sauerstoff und habe den Treibstoff, um dort auch eine Brennstoffzelle zu betreiben zum Beispiel, oder das Rückkehrraumschiff zu befüllen halt. Das klingt sehr theoretisch. Methan, ganz genau. Methan ist der Brennstoff, ganz genau. Und das reicht aus, um vom Mars zurückzufliegen bis zur Erde? Zur Umlaufbahn zu kommen, wo das Rückkehrraumschiff dann zur Erde warten dort. Ja. Also die meiste Energie brauche ich für die ersten paar Kilometer, unter Anführungszeichen. Ja, und jetzt Frage an dich, wieso gewinnen wir nicht aus der Erdatmosphäre CO2, bauen das um in CH4 und betreiben damit Fahrzeuge? Ja, das ist noch komplexer und aufwendiger, als wenn man es mit klassischen fossilen Treibstoffen macht. Die sind da noch effizienter dazu. Vor allem geht es auch um die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit des Prozesses an. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eben eine Verkehrsinfrastruktur betreiben muss oder ein einziges Raumschiff auf dem Mars halt. Das heißt, das ist noch nicht effizient genug.
Fun Fact, das mag es theoretisch klingen, die Chemie ist ja seit langer Zeit bekannt, ganz einfach organische Chemie halt. Aber das MOXIE-Experiment an Bord von Perseverance, das ist der große 1-Tonnen-Mars-Rover auf der Oberfläche des roten Planeten. MOXIE ist eine Miniaturvariante von genau dieser Maschine, das machen wird. Und MOXIE produziert also innerhalb von ein paar Tagen ein paar Gramm Sauerstoff. Also ich muss sagen, dass eine Spitzmaus könnte man schon einige Tage im Leben halten damit. Aber das kann ich größer bauen. Das heißt, man hat dort gezeigt, die Prozesse funktionieren auch auf dem Mars. Der Teufel steckt immer im Detail, weil wenn da zu viel Sand in den Filter angesogen wird, dann wird der verstopfen, dann gibt es ein anderes Problem wieder. Aber grundsätzlich hat man jetzt schon experimentell gezeigt, das wird funktionieren. Und das geht sinngemäß beim Mond auch ganz ähnlich. Dass man dort, das gibt zwar keine CO2-Atmosphäre, aber es gibt die Permafrost-Region auf der Südpol, wo also ja leider Gottes die russischen Kollegen erst vor ein paar Wochen gescheitert sind, beziehungsweise die Inder erfolgreich gelandet sind vor ein paar Wochen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo wir dieses In-Situ-Resource-Utilization wirklich verwenden können, um die Landemassen zu reduzieren. Und das ist das, was unserer Raumfahrt so wichtig ist. Unsere Währung und ein bisschen auch eure Währung, glaube ich, ist die Masse. Natürlich. Je weniger Masse, umso weniger Aufwand. Genau. Okay. Genau, also wir sehen, das klingt alles noch Science-Fiction-Prinzip, aber das ist meine tägliche Arbeit, das ist die tägliche Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Ja, aber so viel Science-Fiction, ich muss jetzt auch noch mal auf unser letztes Gespräch zurückkommen, ist es ja gar nicht, weil du mir ja auch gesagt hast, der Mensch, der auf dem Mars, der zum Mars fliegt, ist schon geboren, hast du vor 3 Jahren gesagt. Absolut. Hat sich was trotz Corona was dran geändert? Hat sich was geändert? Ja, inzwischen geht er schon weg in die Mittelschule. Also hat sich eher beschleunigt? Eher beschleunigt. Also ich denke, paradoxerweise zeigt auch die Geschichte es, dass in genau diesen Krisenzeiten, wo wir das Gefühl haben, wir haben bei Gott andere Probleme auf der Erde halt, dass in genau diesen Zeiten wir einen katalytischen Effekt fast haben, wo sich dieses Vorwärtsdenken beschleunigt. Ja, es gibt einen Grund, warum auch zum Beispiel in der Zeit Frühzeit eines Vietnamkrieges jetzt sich das Apollo-Programm beschleunigt hat. Warum in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo Leute bei Gott andere Probleme gehabt haben, eigentlich die Grundfesten für die späteren Raumfahrtprogramme gelegt worden sind. Und genau sehe ich es auch hier, dass in dieser Phase des Neudenkens, des Neuorientierens eigentlich in Retrospektive genau diese Wasserscheiden der Innovation passieren auch. Ja? Weil ich glaube, es gibt nichts Gefährlicheres, also von Innovationsperspektive aus, als in einer Welt zu leben, wo alles passt. Wo ich gar keinen Druck verspüre, Dinge zu verändern. Weil es mir wichtiger ist, zu sehen, dass mein Handy ein größeres Display hat und einen größeren Hauptspeicher, als dass ich wirklich substanzielle Innovationen mache. Der Steve Jobs hat ja so nett gesagt, wer gemeint hat, stay hungry, stay foolish. Ja? Ja. Und Krisenzeiten katalysieren es noch einmal auch. Wenn man an der Grenze der Komfortzone ist, an der Grenze des technisch Machbaren, dort passiert Innovation. Und was das dann an Auswirkungen zu Hause hat, hier auf der Erde oder in Alltagswelten ist, ja, das kann man oft erst Jahre später beurteilen. Aber das, was du gerade sagst, finde ich total spannend. Du sagst ja eigentlich, also man würde ja meinen, dass man momentan so ein bisschen Endzeitstimmung spürt. Zumindest in der Lebenszeit, die ich jetzt so hier bin, würde ich sagen, war die Stimmung noch nie so schlecht. Ja. Aufgrund von gewissen Themen, ökologische Themen, die Kriegsthematiken, Russland, auch überhaupt, dass Staaten sich wieder anfangen abzuschotten und so weiter. Aber du würdest sagen, im Prinzip erlebst du gerade, wenn du auf den Bereich Raumfahrt schaust, eine Renaissance. Absolut. Also ich würde das überhaupt nicht unterschreiben und sagen, es ist irgendwie so Endzeit und wir sollten uns auf unsere Pension vorbereiten, das Einzige, was zählt. Nein, im Gegenteil, weil Krisenzeiten sind, weil die uns zwingen, Wertekataloge neu zu überdenken, Innovationen zu versuchen, die vielleicht ein bisschen verrückt geklungen haben mögen noch vor 5 Jahren. Das sind genau die Zeiten, wo große Dinge entstehen, weil genau wenn der gesellschaftliche Druck da ist, dass wir Werte überdenken, dass wir uns neu aufstellen müssen, in der Wirtschaft, in der Technologie, in der Wissenschaft, in der Geopolitik. Das ist ein bisschen dieses Erdbebenrütteln, wo gute Sachen nach oben kommen können. In unserem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir auch bei uns merken, auch, dass gerade in der jungen Generation, man sagt, oh, die sind alle so depressiv jetzt geworden wegen Corona halt und die eine Lost Generation halt. Nein, das sehe ich nicht. Ja, es gibt die Probleme, ja, es gibt
viele Menschen, die noch hart daran arbeiten und mit den Folgen fertig zu werden. Aber es gibt genauso auch Leute, die sagen, jetzt erst recht, jetzt möchte ich zeigen, wie stark meine Resilienz und meine Innovationstriebfeder ist halt. Und die kommen zu Organisationen wie bei uns und sagen, hell yeah, lass uns das, was jetzt an schlechten Dingen passiert und passiert ist, für einen Augenblick zur Seite schieben und sagen, da ist noch mehr da draußen. Und wenn dann man sich realisiert, dass seit über 23 Jahren es keinen Augenblick gegeben hat, wo alle Menschen gleichzeitig auf der Erde gewesen sind, zum Beispiel die ISS permanent bemannt gewesen ist, dass wir in einer Welt sind, wo unsere Kinder und Kindeskinder zu einem Mond aufblicken werden, wo sie mit der Feldstecher kleine helle Punkte auf der dunklen Seite sehen werden, von Außenposten der Menschheit, ja, dann sehe ich, es gibt Hoffnung, es gibt auch eine Aufbruchsstimmung. Mag nicht jeden betreffen halt, aber die Innovatoren, die uns als Gesellschaft voranbringen, die sind da. Und denen reichen wir die Hand und sagen, lass uns den nächsten Schritt gemeinsam gehen halt. Und das ist egal, ob sie bei uns im österreichischen Weltraumforum sich engagieren oder in der Innovationsabteilung bei Gebrüder Weiß. Ja, und es gibt ja auch, also wenn ich es richtig sehe, sind es ein paar Nationen, die letztendlich diesen Weltraumanspruch erheben. Die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, Europäer sind auch noch mit dabei, gemeinsam. Ja, ich weiß nicht, Indien glaube ich auch. Indien auch, ganz stark gekommen. Genau. Würdest du sagen, dass die Kooperation zwischen diesen Staaten funktioniert, auf dieser Ebene? Ja und nein. Also auf der wissenschaftlichen Seite sind Grenzen kaum spürbar, weil in allen Institutionen, die weltweit wirklich führend beteiligt sind viele Nationen hier vertreten. Bei uns im österreichischen Weltraumforum sind Kolleginnen und Kollegen aus 25 Nationen vertreten. Also unsere offizielle Arbeitssprache ist BE, Broken English, weil es bei euch auch ist manchmal. Gell? Meistens. Der Knackpunkt ist, in der Wissenschaft gibt es da nicht wirklich die Grenzziehung. Also wenn bei den russischen Kollegen die Mondmission der 125 gescheitert ist, dann tut mir das auch weh, weil ich weiß, wie viel Arbeit und Herzblut dahinter steckt, rein vom Wissenschaftlichen. Und dann gibt es aber den geopolitischen Effekt noch. Das heißt, man sagt, wenn ein Land in der Lage ist, eine kontrollierte, sanfte Landung auf der Mondoberfläche durchzuführen, dann bedeutet das auch Technologieführerschaft. Und diesen Anspruch, der wird natürlich auch in der Öffentlichkeit, der wird ausgeschlachtet natürlich. Das heißt, wir kehren wieder zu dem zurück, was schon zu Apollo-Zeiten relevant gewesen ist. Wer steckt das erste in der Flagge rein im Endeffekt? Das sind auch hegemoniale Ansprüche, die da entstehen, dass ich am Südpol, das ist so der Hotspot, wo viel Wasser sein dürfte, wo es auch interessant sein dürfte, Basen zu errichten, halt, dass das ein Goldrausch ist, wo jeder hin möchte im Augenblick. Und da denke ich, muss man auch von der legislativen Seite, so wie der Hochseeschifffahrt vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, ein gewisses Regulativ auch schaffen, damit das Zusammenspiel der Kräfte hier in geordneten Bahnen verläuft. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Frühphase eine positive Variante eines Kolonialismus, weil es gibt ja dort keine Menschen, die dort schon leben oder keine Spezies, die dort leben, ganz allgemein, wo man einen großen Schaden anrichten kann. Trotzdem muss man es respektvoll machen, im Umgang miteinander auch. Ja? Also wir sehen schon noch, dass diese Abschirmung, dass zum Beispiel sich Europa, die Europäische Weltraumorganisation, aus den russischen Weltraumambitionen sehr stark zurückgezogen hat, beim Mars und beim Mond jetzt auch, bei der 125 hat man auch gesehen, wo über Nacht im Prinzip Kooperationen einfach gecuttet worden sind. Das sage ich, das tut schon weh natürlich, das wird auch nicht ewig so bleiben, glaube ich, weil wir wollen zusammenarbeiten von der Seite, aber man muss auch die geopolitischen Realitäten nicht außer Acht lassen, halt, weil das sind zum Großteil einfach noch regierungsfinanzierte Aktivitäten sind. Aber muss ich es mir dennoch so trivial vorstellen? Die erste Nation, die ihren Fuß auf den Mars setzt, die haut da ihre Fahne rein und sagt, na, ab jetzt gehört das uns. Ganz so unreguliert ist es nicht. Gott sei Dank gibt es den Outer Space Treaty von 1958 bei den Vereinten Nationen, wo die meisten wesentlichen Staaten auch Signatarstaaten sind, die Raumfahrt betreiben. Wo man sagt, der Weltraum an sich, wie ist die Phase, shall not be subject to national appropriation. Das heißt, man darf nicht das aneignen wie bei uns auf der Erde. Man sagt, diese Insel gehört es mir, weil ich die Flagge draufgestellt habe. In der Realität schaut es ein bisschen anders aus, weil zum Beispiel in 2017, glaube ich, war es mit dem Space Resource Act von der Obama-Administration, wo gesagt worden ist, Asteroidenbergbauer, amerikanische Firmen, bitte sehr,
nehmt sich, was da draußen ist. Und viele andere Nationen schreien auf und sagen, Moment einmal, es kann nicht sein, dass First Come, First Serve da ist, sondern braucht es regulativ dahinter. Das gilt genauso, aber auch viel näher bei uns bei der Erdumlaufbahn, wenn zum Beispiel Firmen wie SpaceX mit Starlink, diesem Satelliteninternet, wo sie also Tausende von Satelliten gestartet haben, sodass innerhalb der letzten 5 Jahre mehr Satelliten gestartet wurden als in den Jahrzehnten davor zusammengenommen, dass auf einmal dort oben der Verkehr so dicht wird, dass wir Verkehrsregeln brauchen. Wir haben ein großes Problem mit dem Thema Weltraumschrott. Wir haben es wirklich geschafft als Menschheit, über 30.000 Tonnen an Weltraumschrott in die Umlaufbahn zu bringen, die nur als Hochgeschwindigkeitsprojektile durch die Gegend fliegen und andere Satelliten kaputt machen. Das heißt, da muss man schon sagen, da müssen wir international kooperieren, da muss es auch Regulative geben, dass diejenigen Staaten, die Startlizenzen erteilen, auch sagen, ja, du darfst dorthin fliegen, aber halte deine Kajüte sauber, halte deine Umlaufbahn sauber und sorge dafür, dass dein Satellit nach dem Ende seiner Lebenszeit wieder runterkommt und verglüht. Die FAA macht das schon in den USA, Europa ist da auch sehr weit am Vormarsch, aber natürlich gibt es dann wieder Ausreißer, wo keine Staaten sagen, kommt zu uns, nehmt zu unter Flagge der Convenience sozusagen halt und no questions asked sozusagen. Also da sehe ich uns allen eine Verantwortung, dass wir hier auch das Thema Schutz der Umwelt nicht nur mit der Atmosphärenoberkante beenden, sondern auch darüber uns Gedanken machen, weil nämlich, wenn wir nichts dagegen tun, dann erschweren wir für zukünftige Generationen den Zugang zum Weltraum. Auf jeden Fall. Und wie siehst du als Experte so privatwirtschaftliche Unternehmungen wie SpaceX und so? Ist das eine Bereicherung? Ist das ein Hindernis? Ja, also natürlich eine gewisse Ambivalenz da mit dabei. Auf der einen Seite sagt man, ja, dort, wo die Wirtschaft in die Fußstapfen der großen Regierungsprojekte tritt, kommt zu einer Effizienzsteigerung, die Dinge werden auch günstiger, es werden Dienstleistungen etabliert, um Menschen etwas zu ermöglichen. Da gibt es ein Produkt wie Satelliteninternet, das hilft jedem, der ein Internetterminal hat, sozusagen. Dann gibt es die Seite von Collateral Damage, wie zum Beispiel Weltraumschrott. Man sagt, das muss man regulieren halt. Auf der anderen Seite aber, wir sagen wieder, okay, was wäre, wenn wir Elon Musk aus der Gleichung rausgenommen hätten und wir sagen, es gibt ihn nicht, hätte ihn nie gegeben halt, wo würden wir jetzt dastehen? Und da sage ich, der Benefit, den der Elon Musk bei aller Ambivalenz seiner Person in die Branche gebracht hat, sage ich, ja bitte, Gott sei Dank, weil er es geschafft hat, den Rest der Branche vor sich herzutreiben. Ich weiß noch, vor 15, 20 Jahren auf den ersten Konferenzen, wo ich ihn erlebt habe, persönlich auch, wo er gesagt hat, ja, wir möchten wiederverwendbare Raketenunterstufen bauen zum Beispiel, haben die Leute gelacht. Die Lockheed Martin-Ingenieure, Boeing-Ingenieure, die gesagt haben, never gonna happen. Also das war so klar im Raum stehen, das ist unmöglich. Und jetzt schwitzen sie. Jetzt sind die großen etablierten Player, wo es eigentlich nie im Raum gestanden ist, dass die jemals auf ihren Thron gestoßen werden können, wirklich beim Nachhecheln, muss man sagen. Und das haben wir Elon Musk verdanken. Also er hat da eine ungemein katalytische Wirkung entfaltet und hat die Branche, ist nicht revolutioniert, aber doch einen Evolutionsschritt gemacht, der unglaublich stark war. Wenn man sich anschaut, was der Kilogrammpreis gewesen ist, vor 15 Jahren, um ein Kilogramm in den Orbit zu bringen im Vergleich zu jetzt, da reden wir von einer Halbierung, ein Drittel, und die Reise ist nicht zu Ende. Ja? Und wenn ich sagen kann, ich weiß nicht, wie eure Preise sind, aber wenn ich sagen kann, ein Kilogramm für $2.000 in die Umlaufbahn zu bringen, da kann ich das der Tante Mitzi zum Urlaub schenken, zu unserem Geburtstag schenken. Ja? Also wir sehen ja wirklich eine Änderung, wo wir ohne SpaceX wahrscheinlich 20 Jahre länger gebraucht hätten. Ja? Also eine Ariane 6 mit 3D-gedruckten Triebwerksteilen hätte es sicher nicht gegeben. Wiederverwendbare Unterstufen, wie es andere Firmen auch anfangen. Die Chinesen sind da sehr stark in den Fußstapfen treten da auch. Das hätte es vielleicht in 10, 15 Jahren später gegeben auch. Ja. Und was ist der negative Aspekt? Du hast gesagt, das ist das Ambivalent. SpaceX ist eine rein amerikanische Firma. Das heißt, sie müssen sich wenig Gedanken machen über globalen Impact, weil sie auch sozusagen hinter der Firewall der amerikanischen logistischen Grenzen sitzen. Das heißt, wenn die viel Weltraumschrott erzeugen, dann ist es so. Ja?
Das heißt, wenn, und der Fall war konkret, wie die Europäische Weltraumorganisation gesehen hat, bei einem sehr, sehr teuren, großen Forschungssatelliten nähert sich mit hoher Geschwindigkeit ein SpaceX-Satellit an, es wäre zu einer Beinahe-Kollision gekommen. Da gibt es einen Regelmechanismus, sagt halt, wer kann auch so Manöver fliegen, wie können wir das vermeiden, halt wie in der Luftverkehr auch dahinter. Die haben nicht mal eine Telefonnummer gehabt, wo sie bei SpaceX anrufen konnten. Und dann haben sie einen Backchannel, so einen Kontakt hergestellt und SpaceX sagt, we don't care. Weil wenn einer von 1000 Satelliten ausfällt, ist ein Rundungsfehler. Nehmen wir den nächsten her. Ne? Nur wenn der eine europäische Satellit ausfällt, dann ist 1 Milliarde Schaden, ich rede wirklich von solchen Zahlen daher, und 15 Jahre Forschungsarbeit im Eimer. Das heißt, man hat da schon eine Verantwortung gegenüber der internationalen Gemeinde, der SpaceX, glaube ich, noch nicht wirklich gerecht wird. Ja? Das hat jetzt nichts mit SpaceX-Bashing zu tun. Das betrifft andere Anbieter genauso auch. Es gibt auch andere Firmen, die so 1000 Satelliten hochschicken. Und das sind nicht nur amerikanische Firmen. Auch in China gibt es Konstellationen, die mit 10.000 Satelliten nach oben kommen werden. Aber das ist ein Trend natürlich. Und wenn da nicht ein gutes Regularium vorhanden ist, wo sich Staaten einigen, zum Beispiel auf UN-Ebene, dann haben wir oben ein bisschen Wildwest-Stimmung. Und das ist gefährlich, weil dann Werte gefährdet sind, also Sachwerte gefährdet sind, Dienstleistungen gefährdet sind. Und das mag jetzt so klingen wie, was geht es mich an, wenn oben ein Satellit kollidiert, da gibt es eine Sternknoppe mehr und das ist mir egal. Nein, der Weltraum ist integraler Bestandteil unserer Alltagsinfrastruktur geworden. Und da rede ich nicht nur von einem GPS-Tracking eines GW-Containers, da rede ich davon, dass ich am Handy meine Position genauso ablesen kann, wie dass ich selbstverständlich am Vorabend mein Wettersatellitenbild bekomme. Wenn du einen Verbrennungsmotor im Auto besitzt, dann weiß man, dass die Einspritzregelung durch Forschung in der Schwerelosigkeit optimiert worden ist, um den Verbrennungsprozess zu optimieren. Also Frank, ich sage dir, ohne es bewusst wahrzunehmen, hast du heute schon eine Handvoll Weltraumtechnologien verwendet, ohne es überhaupt zu merken. Ja? Wenn du zum Bankomaten gehst und dort Geld abhebst, verwendest du schon Weltraumtechnologie für die Datenpakete, für die Datensynchronisation über GPS synchronisiert werden zum Beispiel. Es gibt Menschen, und kürzlich hat mich ein Kollege wieder darauf hingewiesen, die sagen, was wollen wir im Weltraum, wollen wir nicht erstmal lieber die Probleme auf der Erde lösen? Mhm. Ja, das hörst du oft. Absolut, eine total legitime Frage. Was ist deine Antwort? Genau. Erstens mal, es ist kein Entweder-Oder, sondern es geht beides. Und oft hilft uns Weltraumtechnologie, Probleme auf der Erde konkret zu lösen. Denk an Themen wie zum Beispiel Klimamonitoring. Das wäre ohne Weltraumtechnologie einfach nicht möglich, denn ich kann nicht über jeden Ozeanpunkt täglich einen Flugzeug fliegen lassen, um Temperaturen zu messen. Da geht es um Verkehrsmanagement. Da geht es darum, dass ich mit Klimaprognosen sagen kann, Achtung, hier könnte in den nächsten Jahren sich eine Türe in dem Land abzeichnen, da müssen wir aufpassen wegen Nahrungsmittelsicherheit zum Beispiel. Da geht es um geopolitische Aspekte, zum Beispiel, dass keine Armee der Welt mehr einen undetektierten Aufmarsch machen kann. Also wenn man im Ukraine-Konflikt sagt, oh, hier gibt es eine überraschenden Truppenmassierungen, das ist das, was in der breiten Öffentlichkeit erfahren. Die Information selber ist natürlich da. Die Frage ist, was macht damit im Endeffekt? Das heißt, Weltraum ist integraler Bestandteil unserer Alltagsstruktur geworden, hilft uns tatsächlich, ein Problem zu lösen. Und ein paar wenige Prozent dieses Aufwandes, die sind für diese Grenze wie Reise zum Mond, Reise zum Mars und darüber hinaus halt, weil das sind sozusagen die Schleifsteine, an denen die Technologie besser wird. Also 95% der Raumfahrttechnologie machen 5% der Sichtbarkeit aus, wie Telekom und GPS und so weiter halt. Und umgekehrt ist bei diesen Hochprestigeprojekten wie ISS für Flug zum Mars, die in Wirklichkeit nur 5% der Branche ausmachen halt. Das heißt, eine Gegenfrage, wenn wir sagen, es ist nicht wirklich wichtig, dann schaltet man doch im Gedankenexperiment einfach einmal einen Tag lang alle Weltraumeinsätze ab und schauen, was passiert. Du kannst kein Geld am Bankomaten abheben, du kannst keine Benzinsapfsäule verwenden, halt, wenn es nicht eine uralte ist, weil ja auch hier Datenpakete GPS synchronisiert werden. Du weißt nicht, wie das Wetter morgen werden wird. Halt. Wir hätten Probleme mit Brustkrebsvorsorge im Krankenhaus. Die Softwarealgorithmen, die Knoten in den Brustkrebstomographien erkennen können, die sind zum Großteil aus alten Röntgensatelliten übernommen worden, vom ROSA-Zeit noch aus den 80er Jahren heraus zum Beispiel. Also Weltraum ist ganz tief in uns drinnen, aber unsichtbar. Also ich sage mal, unser Problem in unserer Branche, und das sehen wir genauso bei Marsreisen, ist, we make it look easy.
Also wir vermitteln ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, dass wenn etwas trotz aller Komplexität super funktioniert und dein Herz hoch mit hoher Frequenz schlägt im Kontrollraum, wenn du immer im Raum und so stehst, sagst, wow, das ist so tolles Machen, mach. Und alles, was du sagen darfst, ist dann, es ist nominal. Ja? Also wir nehmen ein bisschen die Emotion raus. Und ich finde, das ist etwas, wo wir noch besser werden können, vor allem in Europa, weil wir Geschichten erzählen, auch ein bisschen hinterherhinken über den amerikanischen Kollegen auch, dass es völlig okay ist auch, wenn unter kontrollierten Bedingungen auf dem Kontrollzentrum mal ein Applaus ausbricht und man sagt, hell yeah, wir haben es geschafft. Wir haben, also der Augenblick, wo ich zum ersten Mal bei einer Mission immer in den Sand reinsteige und meinen Fußabdruck hinsetze, ist für mich ein ganz besonderer Augenblick, ist nicht nur deswegen, weil ich eine Sneak Preview auf die Zukunft bekomme, sondern weil ich weiß, dass so viele Dinge perfekt laufen mussten, damit ich diesen ersten einen Schritt machen darf. Und das dürfen wir durchaus mehr zelebrieren. Das ist etwas Besonderes. Das sind die Erlebnisse, wo wir noch eine Generation später davon erzählen werden. Etwas, worauf wir stolz sein dürfen, weil es in uns das beste Mensch herausgebracht hat. Jetzt fällt mir auf, dass wir, solange wir jetzt reden, ganz viel über Technologie gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Reflex. Wenn man über Raumfahrt redet, redet man über Technologie, weil man es als technologische Herausforderung empfindet. Ich weiß aber schon aus einem anderen Gespräch mit dir, dass der Faktor Mensch ja auch ein erheblicher Faktor ist. Wie würdest du das ungefähr gewichten? Also wie viel Prozent an so einer bemannten Mars-Mission, die ja demnächst mal stattfinden soll, wie viel Prozent davon ist technologische Challenge und wie viel Prozent davon ist eigentlich Challenge Mensch? Also man muss ja bedenken, die tollen Roboter und unbemannten Systeme und Raketen sind ja auch von Menschen gebaut. Das heißt auch, das Strukturieren der menschlichen Arbeit ist eine komplexe Aufgabe, bevor ich auf die erste Schraube angegriffen habe. Das heißt, wir arbeiten in einem interkulturellen, interdisziplinären, intergenerationellen, das heißt zwischen Generationen seienden Umfeld herum, wo wir zuerst mal, bevor wir irgendwas machen können, eine gemeinsame Vision schaffen müssen. Dass jeder dasselbe Ziel vor Augen hat. Das ist bei uns einfach, ich sage, da ist der Mars als roter Punkt am Nachthimmel, aber im Detail ist es ein bisschen komplexer natürlich. Das heißt, lange bevor die Astronauten überhaupt ausgewählt sind, sind schon bei einer realen Mars-Explosion wahrscheinlich Zehntausende von Menschen synchronisiert sozusagen. Und das muss zusammenspielen wie ein Glockenspiel unter Anführungszeichen. Und erst wenn das alles stimmt, wie die Technologie passt, die Innovation passt und die Menschen alle denselben Strang ziehen mit all ihren Fehlern und Vorteilen, erst dann kann das wahre Abenteuer beginnen. Weil dann, on top of that, dann kommt die Crew mit dazu, die eigentlich ganz eine Sammlung von außergewöhnlichen Talenten sein muss. Also wir geben sehr viel Schwergewicht auf die bestmögliche Selektion und das Training der analogen Astronautinnen und Astronauten, dass wir Leute haben, die eine unglaubliche Resilienz haben, die pathologisch gesund sind, unter Anführungszeichen, körperlich wie geistig auch, die aber auch gegroundet bleiben, die eine Bodenhaftung haben und sagt halt, mit der Person täte ich gerne auf ein Afterwork-Bier gehen, weil der hat sicher tolle Anekdoten zu erzählen in seinem Leben aus. Ne? Also wir suchen Menschen, die technologisch kompetent sind, die sehr gesund sind, aber die auch ein gutes Kochrezept wissen, im richtigen Augenblick zur Entspannung in der Luftschleuse einen Witz erzählen können, die den Knochenbruch schienen können, die im richtigen Augenblick auch die Hand auf die Schulter legen können und sagen, komm, lass uns über das Problem reden, die so wirklich in jeder Lage, ob stressig, ob langweilig, ob gefährlich, ob mühsam, die richtigen Worte finden und das tun, was kein Roboter tun kann, nämlich das Menschsein in der Erfassung der Gesamtsituation, das Erzählen. Das ist eines, für mich persönlich, ja, wir gehen zum Mars für die 0 und 1 unserer Messgeräte. Das ist das, was mich als Wissenschaftler interessiert. Aber das, was mich als Mensch interessiert, ist, dass mir jemand erzählt, wie es war, auf dem Mars zu stehen. Den Wind zu spüren, ein bisschen was von dem Staub zu schmecken, diesen leicht dunkleren Sonnenuntergang zu sehen und das Gefühl zu haben, das ist eine neue Welt. Das ist ein Neuanfang für uns, auch kopfmäßig. Weil dieser Augenblick, der wird in den Geschichtsbüchern bleiben. Das wird unsere Zeit, wenn es jene Zeit in Erinnerung bleiben, wo wir zu neuen Welten aufgebrochen sind.
Und wir werden dann sehen, dass in einem Geschichtsbuch in 100, 200 Jahren halt, dass Corona bei aller Dramatik, aber letzten Endes eine Gott sei Dank zeitlich begrenzte Katastrophe für die Menschheit war. Genauso wie 500 Jahre davor Pestepidemie. Und wir aber hier den Grundstein gelegt haben, dass Menschen eines Tages auf dem Mars geboren werden, die dann die Erde am Nachthimmel sehen. Ja? Mich würde interessieren, also wir haben ja alle den Film Der Marsianer gesehen und so weiter. Und mir erscheint es sozusagen als ein Umfeld, in dem man nicht unbedingt leben möchte. In dem man vielleicht traurig wird oder was auch immer. Aber gibt es von eurer Seite aus konkrete Untersuchungen, wie ein lebenswertes Umfeld am Mars, also was die Basics eines lebenswerten Umfelds am Mars sind? Was muss der Mensch da oben vorfinden, damit das zumindest mal eine Zeit lang aushält? Ja. Also es gibt, so wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide auch hier, gewisse Basissachen, wo ich sage, ein gewisses Grundmaß an Sicherheit muss gegeben sein, Versorgungssicherheit, dass ich nicht Angst haben muss zu verhungern und verdursten und zu ersticken werden und sowas. Das ist einmal so der Grundstein sozusagen. Dann ist es so, dass ganz egal wie aufregend die ersten Tage gewesen sein mögen nach der ersten Marslandung, irgendwann gibt es Alltag. Das passiert auf der Raumstation genauso. Nach 1-2 Wochen ist dieser Space Newness-Faktor, wie man auch sagt, aufgebraucht. Und dann ist es die Arbeitsumgebung, weil es ein Arbeitsumfeld ist. Jeden Tag dieselben Kollegen, dieselbe Arbeit und so weiter. Dann wird spannend werden, weil dann die interpersonellen Konflikte natürlich ein höheres Risiko sind, weil dann die Routine ein höheres Risiko ist halt und dann über die Phase anfängt, wo Dinge langsam anfangen zu degradieren und kaputt zu werden, weil sie einfach sich abnützen bei aller Qualität der Maschine. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, wo ich auf Resilienz zugreifen muss. Das heißt, wenn ich den Astronautinnen und Astronauten eine Möglichkeit biete, sich zurückzuziehen, Zeit für sich zu haben, einmal auch sich an die Erde zu erinnern. Da kann man sehr viel machen mit Virtual Reality. Das wird auch definitiv kommen. Wir arbeiten jetzt schon auch mit HoloLens-Projekten zum Beispiel auch oder Oculus Rift-Projekten auch. Und man sagt halt, ja, ich kann mich ziemlich gedanklich wieder in meine Wellness-Umgebung zu Hause zurückversetzen, wo ich dann einen virtuellen Spaziergang auf der Wiese mache. Und da gibt es auch Technologien, die das ermöglichen können, virtuell zu machen. Ich weiß zwar, ich bin jetzt nur virtuell zu Hause, aber es hilft trotzdem, die Sehnsucht nach einem grünen Baum oder frischen Luft zu reduzieren. Das hilft, ja. Ich denke, als gelernter Europäer gibt es auch einen wichtigen Faktor, der relativ einfach zur Handhabe ist, und das ist das Essen. Nach dem Motto, ohne Mampf kein Kampf. Das heißt, man wird hier sicher ein geringfügiges Mindestmaß an Luxus etablieren wollen. Wenn man sagt, okay, heute geht es mal ein Schokomus als Nachspeise. Ja, also ich weiß von meinen eigenen Simulationen halt, dass Süßigkeiten zu einer Währung werden können auch. Ja, und das ein frisch angebautes Kressenpflänzchen, was man auch auf selbstgebackenen Brotstück draufgeben kann, ein Gefühl von Heimlichkeit auch vermitteln kann. Wir haben bei meiner ersten und zweiten Mission hatten wir auch eine Brotbackmaschine mit dabei. Und Frank, glaub mir, wenn am Ende eines Hightech-Arbeitstages, der sehr anstrengend und intensiv war, der Geruch von frisch gebackenem Brot die Station durchweht, das ist sowas von heimelig, das ist unglaublich stark der Effekt da. Und wenn man dann es schafft, zum Beispiel ein kleines Treibhaus aufzubauen, wo ein Grünzeit wachsen darf, nicht nur zum Essen, auch weil es schön einfach ist, weil eine Blume ist, weil man vielleicht ein paar Bienen mitgenommen hat, die da auch bestäuben können oben zum Beispiel, ja, dass ich anfange, in ganz kleinen Schritten dieser unwirtlichen, lebensfeindlichen Welt ein bisschen was an Erdähnlichkeit abzuringen, dann ist es wie jemand, der von Europa zu den Amerikas ausgewandert ist, vor 500 Jahren mit vielen Risiken und dort ein neues Leben angefangen hat. Und irgendwann einmal wird eine kritische Masse an Menschen oben auf dem Mars leben, dass sie auch Wirtschaftszyklen haben werden, dass, weil wir sowohl Männer als auch Frauen hinbringen werden, eines Tages auch dort die ersten Kinder geboren werden, das sind die ersten Außerirdischen zum Händeschütteln, das werden Kinder sein, die auf dem Mond oder auf dem Mars geboren werden sein. Wo ich sage, ab dem Zeitpunkt sind wir dort zumindest als Pioniere etabliert. Und das wäre etwas, wo ich hoffe, dass am Ende meines Lebens ich das noch in den Anfängen miterleben darf. Wie schaut es denn aus mit dem Ausleben von Hobbys zum Beispiel?
Ist das so ein Faktor, den man mit einberechnen muss? Jeder Mensch hat die Möglichkeit, in irgendeiner Form sich... Ja, also das machen wir auch bei der Ausbildung, dass jeder Analogastronaut ein bisschen so diese Rückzugsmechanismen etabliert, was einem gut tut. Das kann sein durch autogenes Training, das kann sein durch Tagebuchschreiben. Musik ist ein großes Thema. Es gibt auf der Raumstation auch ein ganzes Arsenal an Klarinette, Gitarre, Keyboard oder ein paar andere Instrumente auch noch da um Ja, das habe ich mir überlegt. Also genau, eine absolut, Seite schwingt am Mars genauso, wie sie auf der Erde schwingt. Absolut, ganz genau. Okay. Genau. Also in der Station drinnen. Draußen ist schwierig, weil wenig Luftdruck ist, da muss man schon sehr laut spielen, dass das übertragen wird. Also Geräuschübertragung ist schlecht auf dem Mars. Aber in der Station drinnen kann ich genauso Jodeln und Horn spielen und Schlagzeug spielen, wenn ich es da mit hätte. Das kann man auch virtualisieren, virtuelle Schlagstöcke zum Beispiel. Ne? Also das muss jeder für sich selbst entscheiden und wird auch in der Ausstattung der Crew darauf Rücksicht nehmen, was sind diese Mechanismen, die den Astronauten gut tun. Familienbande zum Beispiel, ganz wichtiger Stütze auch. Man wird zwar nicht in Echtzeit kommunizieren können, weil die Signallaufzeit im Schnitt ca. 10 Minuten zwischen Erde und Mars ist, aber regelmäßige Videoschaltungen zum Beispiel, wie ein Videotagebuch, sind wichtig. Das muss nicht mal für konkrete Personen sein. Es gibt ein tolles Buch von Jerry Linenger, das ist ein amerikanischer Astronaut an Bord der Mir-Raumstation gewesen in den späten 90er Jahren. Der hat es wirklich hart gehabt, der hat einige Unfälle oben gehabt, das war eine harte Expedition für ihn halt. Und der hat Briefe an seinen ungeborenen Sohn geschrieben, weil seine Frau schwanger war zu dem Zeitpunkt. Und wenn man die liest, diese Gedanken, wo er einfach frei Lauf gelassen hat, halt, mir steht jetzt noch eine Gänsehaut auf, wenn man diese Texte denkt. Ja? Weil es sowas Authentisches, sowas zutiefst Menschliches ist. Ja, das ist ein Astronaut, der hochtrainiert ist, aber das ist auch ein Vater, ein Werdender. Ja? Und da ich selber auch Vater bin, kann ich es so nachvollziehen und denke, wow, das brauchen wir. Sonst sind wir nicht am Mars angekommen, wenn wir nur die 0 und 1 unserer Forschungsinstrumente bekommen. Gernot, was erwartet ihr euch von eurer nächsten Mars-Analog-Mission, die ja in Armenien stattfinden wird? Die 24, so heißt es, Expedition, das Mission Badge auch von Armenien, wird die wahrscheinlich komplexeste Mission ever sein. Wir werden hier ein ganzes Set an robotischen Fahrzeugen mitnehmen. Ich glaube, es sind 8 Roboterfahrzeuge im Augenblick, flugfähige Geräte mit dabei, wieder 6 Analogastronauten. Wir haben 17 oder 16 Peer-Review selektierte Experimente mit an Bord aus den Bereichen Geowissenschaften, aus den Bereichen Robotik, aus den Bereichen Human Factors. Wir haben Experimente mit dabei, die absolut cutting edge sind. Also wir haben Grund zur Annahme, dass es aufgrund von Stress von Tagen auch mRNA-Veränderungen in den genetischen Code des Menschen auch geben könnte. Das ist absolut neues Neuland, was wir da betreten werden. Da wenn man schaut, ob das wirklich der Fall ist, zum Beispiel, wir werden die ist das der Bereich der Epigenetik, den du gerade ansprichst? Genau, ganz genau. Da gibt es einige ganz interessante Entwicklungen in den letzten Jahren. Wir studieren auch das Zusammenspiel der Roboter, wir werden zum ersten Mal auch einen Verkehrsmanagementplan machen müssen, sonst riskieren wir den ersten simulierten robotischen Verkehrsunfall auf dem Mars sozusagen. Also das wird unglaublich spannend sein. Es wird eine Gegend sein, die wieder außergewöhnlich ähnlich zum Mars ausschaut. Wir haben wirklich lange Zeit gelassen, um da wirklich eine gute Location auszusuchen, in Armenien auch. Was mich aber besonders freut, ist, wir haben eine ganz, ganz tolle Kooperation mit dem Gastland, mit der Armenian Aerospace Agency, wo wir auch im Land selber das einen sehr starken Innovationstrieb auch hat. Also das Thema Entrepreneurship ist dort ganz ein großes Alltagsthema auch, wirklich auf einen Stimulus geben möchten, halt, um ein Land, das geopolitisch in einer nicht ganz einfachen Situation ist, auch der nächsten Generation von Forschern, Ingenieuren und Wissenschaftlern einen Antrieb zu geben. Halt. Also wir haben da wieder so viele Ripple-Effekte, wo ich sage, das endgültige Ausmaß der Mission, das werden wir erst in 2-3 Jahren wissen. Halt. Aber hier den Grundstein zu legen, das ist ein Privileg halt. Wenn wir das mit Partnern gemeinsam machen, die zu den Besten ihres Faches zählen, wie zum Beispiel Gebrüder Weiß, dann sind wir am richtigen Weg. Und das macht richtig Spaß. Ja, du hast es gerade schon gesagt, auch Gebrüder Weiß wird ja wieder diese Mission unterstützen. Wir werden euch dabei helfen, euer ganzes Equipment nach Armenien zu bringen, was uns ja auch in dem Fall sehr leicht fällt, weil wir auch in Armenien, Gebrüder Weiß ist auch in Armenien vor Ort. Ist jetzt überall. Das ist unglaublich. Das ist we are where you are, haben wir mal gesagt. Das trifft in dem Fall völlig zu. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir euch da wieder unterstützen können. Frank, herzlichen Dank, Gernot.